Wir erwarten später noch 15 bis 20 Knoten Wind. Ja, das fröhliche Driften geht schon los. Leistung 97%. Na, 98. na, guck mal an. Oha. Man muss sich die Polarno auch schön genug rechnen. Nach einer Nachtfahrt mit Dieselleck im Motorraum und dem erzwungenen Abbruch an der Straße von Messina sind wir in Syrakus gelandet. Wir sind wieder in Syrakusa. Heute machen wir einen längeren Spaziergang. Wir haben es letzte Mal nicht geschafft, hier einen vernünftigen Bäcker zu finden. Und ich war zu faul, Brot zu backen. Deswegen gehen wir jetzt auf die Wanderschaft und gucken mal, ob wir Brot finden. Panini, kriegst du Pizza und sowas, aber halt ein Brot kriegst du in der Innenstadt irgendwie nicht. Es ist ein schöner Spaziergang, hoffe ich mal, auch in der Gegend abseits von der Innenstadt. Und schauen wir mal, was uns da begegnet, oder? Ja, Ich bin gespannt. Also, ich auch. Wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, dann kommt man ständig an diesen kleinen Ständen vorbei, wo einen die Leute zum Bootfahren überreden wollen. Und wenn man dann sagt, wir haben selber ein Boot, dann gucken sie mal ganz blöd. ich finde das nicht so lustig. Nee, jetzt gehen wir mit euch noch auf den Markt. Ins größte Getümmel. Ja, Aber es gibt lokale Sachen auf dem Markt. Also ja, wir haben hier schon mal, was war das? Mango, genau. Ätna-Mangos gekauft. You know you can film also on the boat. we do have a boat. You film. We have a Yeah, boat. you have a boat. Yes. Yeah. Yeah, thank you. Can I come with you if you have a boat? Jetzt sind wir gerade wieder angequatscht worden, ob wir eine Bootfahrt machen wollen. Und die junge Frau, die das gemacht hat, ihr habt ein Boot hier, können wir mitfahren, können wir mitfahren. Ja, sehr gut. Können wir auch mitnehmen. Naja, so 100 Gramm, 200 Gramm, 300 Gramm, ja. keine Ahnung. Riech mal. Riecht ein bisschen wie Suppengrün. Aber macht ja nichts, nimm mit. So, Ja, schon lass ganz schön mal. viel, ne? Ja, lass mal. Das ist okay. So viel ist es nicht. Wie viel wollen wir denn? Noch mehr, oder? Ja, kann man einschlunzen. Ein Teil. Gut, das reicht jetzt aber, oder? Ja, das reicht. Das ist ein total schöner Blick auf die Stadt hier. Was mir jetzt heute wieder aufgefallen ist, ist der Markt hier ist ganz schön hektisch. Ja, das stimmt. Ich finde ihn trotzdem sympathisch. Ja, der ist stressig, aber er ist sympathisch. Und ich finde halt die Frische und also das liebe ich so an Sizilien, dass du halt im Obstbaugebiet drin bist. Also das ist nicht eine Insel wie zum Beispiel Sardinien, wo kaum was angebaut wird, sondern hier ist ja wirklich Landwirtschaft und
kriegst halt frisches Zeug eigentlich an jeder Straßenecke und zu echt guten Preisen. So wie es vom Wind aussieht, sind wir noch 2, 3 Tage hier oder vielleicht auch 4. Ja, das kann gut Könnte sein. auch 5 sein. Mal sehen. Wir haben eben auch beschlossen, gerade nach diesem Erlebnis mit Straße von Messina, wo wir abgebrochen haben mit Motorproblemen und so, haben wir auch beschlossen, wir machen jetzt langsam. Das ist die Ankerbucht von Syrakus und wie ihr sehen könnt, wir sind nicht die Einzigen. Es sind einige an Yachten hier. Es ist aber auch eine sehr große und sehr geschützte Bucht und wir liegen hier auf 6 Meter Wassertiefe. Es ist echt eine große geschützte Bucht. Wir erwarten später noch 15 bis 20 Knoten Wind. Jetzt scheint gerade mal kurz Windpause zu sein. Heute war ja Wind aus Süden vorausgesagt und wir hatten gerade auch kräftige Böen. Marion hatte Wind bis 37 Knoten gesehen. Ja, das fröhliche Driften geht schon los. Ein Katamaran war sehr knapp vor unserem Bug, der war auf Drift. Auf unserer Backbordseite, ja. Also ich hatte heute und gestern auch beobachtet, die Leute kommen rein, lassen den Anker fallen, fahren ihn halt nicht ein und wie viel Ankerkette draußen ist, ist halt auch teilweise unklar. Ja, also wir haben 30 Meter draußen bei 6,9 Meter Wassertiefe, das ist Schlamm hier und wir hatten den Anker, als wir gekommen sind, auch eingefahren. Das mache ich eigentlich immer so und ja, also wenn der Wind jetzt weiter so bleiben sollte, dann würde ich noch mal ein paar Meter Kette raustun. Es ist ja mehr als 1:4, was wir draußen haben. Also es müsste eigentlich schon passen. Ja, soweit so gut. Was ich aber vorher gemacht hatte, und da bin ich auch sehr froh drum, ist, dass ich die Solarpaneele schon runtergeklappt hatte und die Fender ringsrum gehängt hatte. Das hat mich natürlich schon mal deutlich ruhiger gemacht, weil ich einfach schon weiß, dass bei solchen Situationen dann Boote auf Drift gehen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Irgendwo gehen immer Boote auf Drift. Also von 20, 25 Yachten sind 3 oder 4 auf Drift gegangen. Also mehr als 10%. Kann man sich darauf einstellen. Und wenn es halt direkt um einen herum passiert, dann ja, ist das nicht so gut. Was ich vorhin auch noch gemacht hatte, ich hatte die Bugleiter, also die Badeleiter hochgenommen und ich habe das Schlauchboot nach hinten rausgehängt. Ich wollte eben auch fahrfertig sein, falls ich Anker aufgehen muss, aus irgendwelchen Gründen. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Also die 2 von dem Katamaran, der auf uns zugedriftet ist, waren gerade noch mal da. Die hatten mir erzählt, dass sie 3 Anläufe gebraucht haben, um den Anker hier gut zu verankern, was sie gewundert hat, weil es ist ja Schlamm. Und sie haben ihn auch eingefahren. Also er sagte dann selbstkritisch vielleicht nicht genug, weil immerhin ist er ausgerissen. Aber ich fand das jedenfalls einen feinen Zug, dass die vorbeigekommen sind.
Sorry, ich habe kein Mikro dabei. Ich gehe jetzt mit euch einkaufen. Wenn ihr euch fragt, wo man das her weiß, es gibt verschiedene Apps. Eine davon ist No Foreign Land. Und da teilen eben andere Segler solche Tipps. Da hinten ist ein Lidl. Wir brauchen noch ein paar Sachen eingekauft. Und man kann das von der Stadt aus laufen, aber das ist eine Straße ohne Gehweg. Da läuft man 2 Kilometer lang die Straße, eine Ausfallstraße ohne Gehweg entlang. Und deswegen ist das hier, wo es 200 Meter durchs Gestrüpp geht und man dann über eine Mauer klettern muss, nur noch die Straße queren muss und dann vom Supermarkt steht, ist natürlich deutlich angenehmer. Ja, wir fahren morgen weiter. Wir wollen möglichst bald Malta erreichen, weil wir noch mal tanken müssen. Wir haben ja jetzt leider so viel Sprit verfahren. Aber nicht nur deswegen. Wir wollen nach Comino, wir wollen nach Gozo. Wir wollen uns das noch ein bisschen angucken und deswegen bunkern wir jetzt noch mal ein bisschen. Hier ist noch mal eine Möglichkeit, gut und günstig einzukaufen. Malta ist dann wieder teurer. Wir fahren mich morgen runter zur Landspitze, werden dort ankern und auf den Wind warten. Und voraussichtlich kommt er in 2-3 Tagen. Es kann aber auch länger dauern und da unten ist nicht viel. Deswegen füllen wir jetzt noch mal auf, was uns fehlt. Und ich freue mich, wenn es morgen weitergeht. Hier passiert einiges. Was passiert denn? Wir packen, wir wollen ja weiterfahren und es fühlt sich immer so an, also wir waren jetzt, was weiß ich, 3 Tage hier, 4 Tage? Gefühlt 2 Wochen. Ja, genau das ist es. Also Gartenzwerge wegpacken, Rollrasen einrollen und so weiter. Wir sind hier eher nach unserer Chaosfahrt von... Huch! Da liegt ein neues Hochhaus. Gestern Abend mit der Sea Cloud eingeschlafen, heute mit Hochhaus aufgewacht. Wir sind nach unserer Chaosfahrt zur Straße von Messina ja hierher gefahren. Das stimmt gar nicht. Wir sind von Augusta hierher gefahren, weil das in Augusta sehr unruhig wurde. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil wir hatten jetzt hier 2 echt stark windige Tage, die in Augusta richtig ungemütlich geworden wären. So, das blendet mich ein bisschen. Wir fahren heute weiter und zwar möchten wir Richtung Südspitze, weil wir festgestellt haben, diese Straße von Messina Aktion hat uns ein bisschen viel Sprit gekostet. Und das heißt, wir werden, da auch ein passendes Wetterfenster ist, nach Malta fahren, um zu tanken, werden aber nicht in Malta an eine Boje gehen, sondern wir werden dort nur ans Tankschiff gehen, einmal tanken und dann weiter Richtung Comino Gozo. Und dann müssen wir sehen, wie es weitergeht, das wissen wir noch nicht. Christoph hat jetzt gestern schon mal die Bäume geregt, damit wir, wenn ein achterlicher Wind kommt, die Genua ausbauen können. Das haben wir nämlich stark vermisst die letzten Tage. Und unterwegs bei viel Welle wollen wir es nicht machen. Also wir hätten es brauchen können von Richtung Taormina zurück. Hatten wir achterlichen Wind. Anfangs recht stark, da war das kein Problem, aber dann hat er kräftig nachgelassen und wir hatten einfach nur noch Welle und wir hätten noch ein ganzes Stück weiter segeln können. Hätte Ankerkette. Ne? Und deswegen haben wir es jetzt schon mal geregt,
dass wir dann auch die Genua ausbauen können und besser segeln können. So richtig Wind kommt erst gegen 11. Bis dahin wollen wir da draußen sein aus der Bucht, um den auch abgreifen zu können. Christoph ist heute ein bisschen unausgeschlafen. Oh, das ist ganz dünnes Eis. Ja, ich bin unausgeschlafen, das stimmt. Wir haben hier Mücken wie verrückt. Gestern am Einkaufen, konntet ihr vielleicht nicht sehen, aber das war so ein kleiner Bachlauf. Und da sind so viele Mücken, das ist unglaublich. Vor allem so winzig kleine, die sieht man kaum. Und ich habe bei Lidl eine Frau gesehen, die hat so Mückenstecker zum Verdunsten. Die hat da 8 oder 10 Packungen gekauft. Und wir haben diese Dinger hier, die sind echt ganz cool. Das sind diese elektrischen Tennisschläger. Wenn du eine Mücke siehst, gehst du ran, die sind elektrisch, die knallen. Wer Lust hat auf Mückentennis, der kann sich mal so ein Ding holen. Wir verlinken euch die unten. Also wir haben 3 davon und wir können kommen wir nicht aus. Ja, ich bin auch ausgeschlafen, weil ich habe dann die Hälfte der Nacht hier verbracht, weil hier waren keine Mücken, hinten waren Mücken und naja. Aber sonst alles fein. Ich freue mich, dass wir losfahren. Ich muss noch mal in den Motorraum. Ich will noch mal nach dem Motoröl gucken. Ich habe gestern Motoröl und Filter gewechselt. Und ich habe ihn zwar danach laufen lassen, abkühlen lassen und danach noch mal geguckt, aber der Ölstand, der war vielleicht nicht so ganz sauber bestimmbar. Deswegen will ich noch mal gucken. Und gestern habe ich auch gleich den Motorraum sauber gemacht. Da war ja noch ein bisschen Dieselöl gestanden. Also wir stehen fast bei Max. Okay, dann können wir. Muss nur noch die Badeleiter reintun. Also da bin ich immer ganz penibel hier mit dem Festmachen. Da hat Amel so eine Fangleine vorgesehen. Wenn das weg wäre, das wäre blöd. Juhu. Polarleistung 97%. Na, 98. na, guck mal an. Oha. Man muss sich die Polar nur schön genug rechnen. Dann geht das auch, ne? Da hat man auch ein Erfolgserlebnis. Ich bin froh, das Boot läuft gut. Also wir haben 8,3 Knoten Wind und wir fahren durchs Wasser 5,7. Also das ist echt gut. Also da kann man echt nicht maulen.